Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Wir sind jetzt ca. 150 Kilometer vor La Paz und das war es dann auch heute für uns. Wir machen jetzt hier noch ein Abendessen und morgen geht es dann weiter nach La Paz und ja, der Platz kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir sind ca. 500 Meter neben dem Highway. Man hört den Highway nicht. Da ganz hinten steht noch ein anderer Camper und sonst geht es eigentlich einmal außen rum. Und so sah eigentlich die ganze Landschaft die letzten, keine Ahnung wie viele Kilometer aus. Also überall Kakteen, Büsche und davor war es halt gebirgig. Genau, und zum Abendessen machen wir heute Wraps mit, also Eier, Käse, Wrap und dann noch belegen. Und ja, schauen wir mal, ob es schmeckt. Das machen wir jetzt zum ersten Mal, aber ich glaube, das wird gut. Ich habe hier heute nämlich eine Soße gekauft, weil ich sie einfach sehr interessant fand. Guacamaya Salsa Picante con Limon. Ich habe ehrlicherweise nur das con Limon gesehen. Und die andere Variante war eben pikant, Salsa Picant. Und ich fand einfach Salsa mit Limon richtig, also von der Vorstellung her cool. Passend. Deshalb wollte ich die. Ich bin mal gespannt, was in Mexiko pikant heißt. Ich gehe davon aus, dass es mir wahrscheinlich zu scharf ist, aber wir haben ja nur 1 Liter Soße davon, also das sollte auch so weggehen. So, dann fange ich schon mal an, oder? Mhm. Die eine Seite ist schon fertig, die andere noch nicht. Und dann tun wir ein bisschen Käse drauf noch. Ist lecker. Aber ich glaube, zu viel ist scharf. Ich weiß gar nicht, wie ich das essen soll. Ist richtig lecker. Ich muss jetzt hier nochmal losziehen, weil ich finde diesen Ort, wir sind ohne Vorstellung hier hingefahren, einfach dachten, es ist einfach nichts hier und ich fühle mich wie in so einem kleinen botanischen Garten mit lauter Kakteen und ich kann es nicht beschreiben, aber dieser Ort ist für mich irgendwie ganz besonders. Ich finde die Natur super faszinierend, mir gefällt Mexiko unglaublich gut, mir gefallen die Kakteen. Ich habe eigentlich nur so ödes Kargland jetzt noch erwartet hier unten und es ist einfach so vielfältig, also wie man hier sieht. Und gerade die Kaktee hier mit diesen ganzen Armen, die muss deutlich über 100 Jahre alt sein, weil die bilden diese Arme erst ab einem bestimmten Alter und ich glaube, die müssen mindestens 70 Jahre auf dem Buckel haben. Also was war hier schon vor 70 Jahren und würden wir uns nicht heute noch mit Dan, Lucy und Thomas treffen, würde ich fast sagen, wir bleiben hier noch eine Nacht. Aber es kommen ja immer schöne Orte, aber irgendwie hat dieser Ort eine besondere Faszination für mich. Hier sieht man nochmal besonders gut, was Tobi schon mal erzählt hat in einem unserer Videos, dass die Tiere, also Spechte, Löcher in die Kakteen machen und sich dann jegliche Tiere dort drin einnisten, wenn es ausgetrocknet ist. Ich zeige es euch nochmal. Es ist doch einfach irre, was die Natur zu bieten hat. Wie riesig einfach, wenn ich im Verhältnis dazu stehe. Das ist so groß.
Für uns geht es jetzt aber gleich weiter nach La Paz, ein paar Erledigungen machen und eventuell auch schon mal in Erfahrung bringen, was die Fähre kosten wird, ob es sich für uns rentiert, aus Mexiko-Festland überzusetzen und ob das auch mit Hund alles problemlos funktionieren könnte. Und ja, dann wird noch der Süden dabei erkundigt. Das gehört leider auch dazu beim Reisen. Jetzt, also Rio hat seit 2-3 Tagen. Seit 2-3 Tagen ein gerötetes Ohr und gestern Nacht fing es eben an, dass er sich mehr geschüttelt hat und dran gekratzt hat und es deutet halt alles darauf hin, dass er eine Ohrenentzündung hatte oder dass sie gerade gekommen ist. Gestern war natürlich der erste und hier war alles geschlossen, deshalb sind wir jetzt heute am 2. Januar zum Tierarzt gefahren, wobei der erste war geschlossen, der zweite war nicht vorhanden, wir sind jetzt zum dritten. Und dank Google Translate haben wir es sehr gut gemeistert, denke ich. Und genau, er hat jetzt die Rabies, also die Tollwutimpfung, haben wir gleich vorgezogen. Die hätte er im März bekommen. Dann hat er jetzt ein Antibiotikum gegen das Ohr bekommen und wir müssen jetzt noch zu einem anderen Tierarzt und dort Tropfen fürs Ohr holen, die er morgen und in 15 Tagen dann nochmal bekommt. Und dann sollte das Ganze vorbei sein. Sie hatte dann noch gemeint, dass das ganz typisch ist für Hunde mit Schlappohren. Und ja, hoffentlich ist es damit behoben. Und ja, dann geht es Richtung Fähre und wir prüfen mal, wie teuer die Preise sind, um aufs Festland überzusetzen. Und dann machen wir den Plan, ob wir aufs Festland gehen. Also nicht nur die Preise, sondern auch, wie es mit dem Hund ist. Und dann machen wir den Plan, ob wir aufs Festland rüber gehen oder ja, der Plan anders ausschaut. Aber das werdet ihr dann sehen, wofür wir uns entscheiden. Ich war jetzt gerade in der Veterinärklinik, weil unsere Tierärztin, wo wir waren, die hatte das Medikament, was Rio jetzt ins Ohr bekommt, nicht da. Und ja, das Medikament hat ganze 630 Pesos gekostet. Das sind umgerechnet ca. 32 Euro. Ja, dann haben wir heute für Rio, was haben wir ausgegeben, 70, 80 Euro? Ja. Aber ich finde, also für 2 Impfungen, also einmal Antibiotikum und einmal Tollwut und jetzt das Medikament, da ist es eigentlich ein super Preis, muss ich sagen. Also wenn ich da an Deutschland denke, dann bin ich ganz froh, dass wir das jetzt gerade hier haben, glaube ich. Wir haben fürs Zähnekürzen beim Hasen schon 20 Euro gezahlt. Ja, genau. Aber ja, genau, also jetzt hat Rio, ab morgen kriegt er das und dann nochmal 15 Tage später und dann sollte er eigentlich versorgt sein. Und dann sind wir glücklich, wenn Rio glücklich ist und können unsere Reise fortsetzen. Wir sind jetzt nach La Paz an einen Strand in den Norden gefahren und dort standen wir jetzt 2 Tage und heute geht es zum Fähre buchen. Wir haben uns nämlich beim Hochfahren schon den Preis abgeholt, wie viel es kostet. Und daraufhin haben wir jetzt drüber nachgedacht und uns entschlossen, dass wir die Überfahrt aufs Festland machen. Und ich zeige euch mal den Ausblick von dem Strand. Und weil heute Morgen, also hier sind sehr, sehr viele Camper, aber der Strand ist einfach genial. Also hier sind wirklich, wirklich viele Wohnmobile, aber ja, man kann es glaube ich auch verstehen. Heute verlassen wir das Ganze und wir beginnen den Loop hier unten im Süden der Baja. Und ja, als erster Punkt steht dann eben Fähre buchen. Dann vegane Tacos nochmal ausprobieren in La Paz. Hoffentlich hat der Laden heute auf. Und danach geht es weiter zum nächsten Stellplatz. Ich weiß nicht, ob dazwischen noch Sehenswürdigkeiten sind. Ich meine, die Baja hat uns ja immer wieder überrascht mit den Sachen, die man sehen kann. Und ich hoffe, ich bin schnell genug. Da stürzt sich gleich wieder Pelikan ins Wasser. Ja. Was mir nur heute kam, weil in 2-3 Wochen beginnt die Zeit, glaube ich, in der die Schildkröten schlüpfen und ins Wasser gehen. Und heute Morgen waren hunderte Pelikane hier vom Strand. Da hatte ich aber keine Kamera dabei und ich hatte nur das Handy dabei, ein bisschen gefilmt, das seht ihr jetzt. Aber ich hoffe, dass es nicht die Babyschildkröten waren, die da ins Wasser gegangen sind. Aber das wird es erklären, warum man heute so viele Pelikane gesehen hat und die letzten Tage eigentlich nur vereinzelt.
aber ich hoffe, es war einfach nicht so. Tatsächlich konnten wir noch nicht buchen. Man kann erst eine Woche vorher buchen und wir fahren jetzt an die Pazifikküste nach Todos Santos und werden jetzt den Loop hier im Süden beginnen. Wir sind jetzt hier nördlich von Todos Santos im Süden der Baja California und wir wollen ja aufs Festland übersetzen, haben wir beschlossen. Und ja, heute haben wir dann von Freunden einen Zeitungsartikel bekommen, dass der Sohn von El Chapo festgenommen wurde und daraufhin Straßenkämpfe in Sinaloa sind. Und wir wollten eigentlich in Topolobampo im nördlichen Teil von Sinaloa ankommen und dann nach Süden Richtung Mazatlan fahren. Und genau in der Mitte sind Straßensperren mit brennenden Bussen und Feuergefechte und so weiter mit der Polizei. Und ja, das macht uns jetzt schon nachdenklich, ob das Richtige ist oder ob wir dann eher nach Mazatlan direkt fahren mit der Fähre. Da müssen wir aber dann noch den Preis anfragen. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall weiter den Loop hier unten machen und in circa 2 Wochen wollten wir übersetzen. In der Zeit werden wir jetzt auf jeden Fall die Nachrichten weiter beobachten, weil ja, wir wollen es einfach nicht riskieren, in sowas reinzugeraten. Und ja, wir haben jetzt schon mit anderen gesprochen, die morgen mit der Fähre übersetzen und die müssen jetzt auch mal schauen, ob die Fähren überhaupt fahren, weil andere gemeint hatten, dass in Mazatlan alles geschlossen ist, auch der Flughafen und so. Und ja, es ist halt echt sehr, sehr blöd hier alles gerade. Also, was heißt alles blöd? Schaut euch mal an, wo wir hier stehen. Es ist super schön.
Und da draußen sieht man morgens und abends Wale. Und ja, gestern haben wir auch mit der Drohne 1, 2 Aufnahmen hinbekommen, die waren aber relativ weit draußen. Und heute hat man nur ein bisschen, also das Luftholen und so gesehen. Und tagsüber sind hier dann die Surfer. Eigentlich wollten wir hier eben 5 Tage oder so stehen, aber gestern kam dann einer und dass die Community entschieden hat, dass hier Campen verboten ist. Für eine Nacht ist es noch okay, aber danach sollen wir doch bitte gehen. Und wir haben auch Schilder aufgestellt, dass es eben jetzt verboten ist. Wir haben aber schon gesehen, dass es anscheinend heute Nacht jemand entfernt hat oder umgefahren hat, weil es nicht mehr da ist. Auf jeden Fall respektieren wir das und werden heute deshalb weiterfahren, wo wir eigentlich eben 4, 5 Tage hier stehen wollten. Ja, so ist der aktuelle Stand. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video. Wir freuen uns auch, wenn du weiterhin dabei bist und uns ein Abo, Like oder Kommentar da lässt. Und ja, bis zum nächsten Mal.